Sex ist für die meisten Menschen Teil eines erfüllten Lebens und einer glücklichen Partnerschaft. Wenn ein Mann aufgrund von erektiler Dysfunktion oder Impotenz keinen zufriedenstellenden Geschlechtsverkehr mehr haben kann, wirkt sich das auf viele Bereiche seines Lebens aus. Oft haben Betroffene bereits einen langen Leidensweg hinter sich und erfolglos unterschiedliche Therapien ausprobiert. Der Patient stellt sich in der Regel folgende Fragen: Warum bekomme ich keine Erektion? Wie kann ich wieder eine Erektion bekommen? Kann ich jemals wieder Geschlechtsverkehr haben? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie eine Erektion aus medizinischer Sicht funktioniert. Wie Sie wissen, fließt bei einer Erektion vermehrt Blut in die Schwellkörper des Penis. Gleichzeitig wird der Blutabfluss über die Vene gehemmt. Der Blutdruck in den Schwellkörpern steigt so auf das 10-fache an. Der Penis vergrößert, verdickt und versteift sich. Ärzte sprechen immer dann von einer erektilen Dysfunktion, wenn ein Mann über einen längeren Zeitraum keine ausreichende Erektion bekommt. Eine erektile Dysfunktion kann psychische Gründe haben. Oft spielen aber organische Ursachen eine entscheidende Rolle. Das sind zum Beispiel Verletzungen am Penis, Operationen, Diabetes, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Verkalkung der Blutgefäße, Lecks in den Schwellkörpern oder Nervenschädigungen. Die erektile Dysfunktion kann darüber hinaus auf einen bevorstehenden Herzinfarkt oder Schlaganfall hindeuten. Deshalb sollten Betroffene unbedingt einen Arzt aufsuchen und ihre Probleme schildern. Die wichtigste Frage der Betroffenen lautet: Wie bekomme ich wieder eine Erektion? Zur Behandlung der erektilen Dysfunktion stehen verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Einsatz der PDE5-Hämmer, Phosphodiesterase-Hämmer, wie beispielsweise Sildenafil, Vardenafil und Tadalafil. Zusätzlich steht zur Verfügung eine Möglichkeit einer Schwellkörperinjektionstherapie oder Schwellkörper-Autoinjektionstherapie, wo der Patient selbst Medikament in die Schwellkörper spritzt. Verschiedene Vakuumerektionshilfen, wie zum Beispiel Penis-Vakuumpumpen. Und schließlich der operative Einsatz des Penisimplantates. Ein Penisimplantat wird verwendet, wenn auf natürliche Wege eine Erektion nicht möglich ist und wenn andere Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind. Es handelt sich um ein hydraulisches System, das die natürliche Erektion nachahmt. Für ein funktionierendes System sind mehrere Komponenten notwendig. Die Zylinder, die die Schwellkörper ersetzen, ein Reservoir, in dem die Flüssigkeit gespeichert wird, wenn der Penis schlaff ist, eine Pumpe und ein Schlauchsystem, das die Komponenten miteinander verbindet. Die Schwellkörper, die für die Erektion verantwortlich sind, werden durch künstliche Zylinder ersetzt. Um eine Erektion herzustellen, werden diese Zylinder mit Flüssigkeit gefüllt. Wird diese Flüssigkeit abgelassen, erschlafft der Penis wieder. Bei der Operation wird in der Regel ein kleiner Schnitt gemacht von der Länge ca. 2 bis 3 cm, penoskrotal. Über diesen Schnitt wird das System komplett eingebaut. Operationszeit ungefähr 3/4 Stunde. Patient bleibt in der Klinik in der Regel 3 Tage und dann wird entlassen und kommt ca. 6 bis 8 Wochen wieder zur Aktivierung in meine Sprechstunde und kann dann das System letztendlich in Betrieb nehmen. Von jetzt an ist Geschlechtsverkehr wieder möglich. Die Kosten eines solchen Penisimplantats und der damit verbundenen Operation werden von der Krankenkasse getragen. Die Zufriedenheit der Patienten nach Einsatz eines solchen Implantats ist sehr hoch. Für Betroffene, die auf natürlichem Wege keine ausreichende Erektion bekommen, ist der Einsatz eines Penisimplantats eine geeignete Lösung.